mit einem Gebet an. Lieber himmlischer Vater, Dear Heavenly Father, ich möchte dir danken für den neuen Morgen, Herr. I want to thank you for this new morning. Und ich möchte dir danken, dass wir hier alle zusammen sein können, Herr. And I want to thank you that we can be all together here. Und bitte, Herr, segne jetzt Bruder Mark, wenn er vorträgt und die Übersetzung, Schwester Lucia. And please bless Brother Mark as he presents and also the translation with Sister Lucia. Und natürlich auch die Technik und alle Menschen, die vor dem Livestream sitzen mögen. And also the technical equipment and all those that are watching via the live stream. Und auch die wir hier sind, Herr, dass wir unsere Gedanken auf dein Wort gerichtet halten. And also we that are here, that we would keep our thoughts focused on your word. Dass wir lauschen und auch Täter deines Wortes sein können, Herr. And that we would listen and also be doers of your word. Und ich danke dir für diese Option in Jesu Namen. Amen. I thank you for this option in Jesus' name. Amen. Okay, so we've been looking at the structure in the books of Daniel and Revelation. Wir haben uns die Struktur in den Büchern Daniel und Offenbarung angeschaut. Okay, and we have to take the events, right? Because our structure is all about events that come in their order, right? Und in unserer Struktur handelt es alles über Ereignisse, die in ihrer Reihenfolge kommen. So, at the moment, we see this war taking place in Ukraine. Und im Moment sehen wir, wie dieser Krieg in der Ukraine stattfindet. And this event is something that typifies something that's going to take place in the Sunday law. Und dieses Ereignis schattet etwas voraus, was im Sonntagsgesetz stattfinden wird. But the dilemma that I have in my mind is that at the same time we have this thing with Trump and Biden ensuing, right? Aber das Dilemma, das ich habe, ist eben, dass wir zur selben Zeit auch diese Sache mit Trump und Biden haben. And from my perspective, at least, Christ is teaching us two different illustrations at the same time. Und aus meiner Sicht lehrt uns Christus zwei verschiedene Darstellungen zur selben Zeit. But the dilemma that I have in my mind is, why is he doing that? How do we take those two things and put them side by side on the line? Because I don't understand that. Right? Aber das Dilemma, das ich habe, ist eben, warum er das tut und wie man das eben richtig auf die Linie platzieren kann. Okay, so Seite an Seite. okay, so anyway, we're just going to go to Daniel 8 this morning and look at this structure here. Und wir gehen zu Daniel 8 heute Morgen und schauen uns die Struktur an. And in the meantime, I just keep praying and asking the Lord to help us understand it. Right? Und in der Zwischenzeit werde ich weiter beten und den Herrn fragen, dass er uns das zu verstehen gibt. And if I look at it this way, if we knew all the answers, then God wouldn't be God, right? Und ich schaue das immer so an, wenn wir alle die Antworten schon wüssten, dann wäre Gott ja nicht Gott. Okay, but that doesn't detract from the clear things that He's shown us, and we have to stick on them by faith, right? Aber das lenkt nicht ab von den Dingen, die er uns schon gezeigt hat, und wir müssen im Glauben vorausgehen. This is the problem with some people. They don't really have any faith, and they get shaken at the slightest thing that's not right, you know. Und das ist das Problem mit manchen Leuten, dass sie keinen richtigen Glauben haben und dann werden sie bei den kleinsten Dingen erschüttert. Okay, but anyway, let's go Daniel chapter 8, and let's begin in verse 3. Fangen wir an in Daniel 8 und Vers 3. It says, Then I lifted up mine eyes and saw, and behold, there stood before the river a ram, which had two horns, and the two horns were high, but one was higher than the other, and the higher came up last. Right? So Daniel and Revelation is one book, right? Daniel und Offenbarung ist ein Buch.
So when we go to the book of Revelation, Wenn wir right, zum Buch Offenbarung gehen, and Revelation 13 verse 11, Offenbarung 13, Vers 11, it says, I beheld another beast coming up out of the earth. He had 2 horns like a lamb, and he spake as a dragon. Right? And I haven't put the verse in, but this verse here, right, the principles of it must be found in the book of Daniel, right? ich habe diesen Vers jetzt nicht reingenommen, aber das Prinzip, the principle of revelation, Of this verse that we're just reading. das Prinzip von diesem Vers, das müssen wir auch in Daniel finden. Okay, so just open your Bibles to Daniel 7, right? Geht in euren Bibeln zu Daniel 7, And verse 17. in Vers 17. In this verse, for a long time, we didn't understand it, looked like a complete contradiction, but I believe that we do understand it now. Dieser Vers für eine lange Zeit haben wir nicht verstanden. Es sah aus wie ein Widerspruch, aber ich glaube, wir verstehen es jetzt. It says, These great beasts which are 4 kings which shall arise out of the earth. Where do they arise out of? Woher stehen sie auf? The earth. Aus der Erde. And these 4 beasts at the end of the world is what? Und diese 4 Tiere am Ende der Welt ist was? It is one kingdom, Es right? ist ein Königreich. Okay, so when you go back and just read Revelation 13, Geht ihr nochmal zurück zur Offenbarung 13. and it says, And I beheld another beast coming up out of the where? The earth, right? Kam aus der Erde. So you know that this beast here is represented by these 4 kings, this final kingdom, right? Wir wissen, dass dieses Tier hier dargestellt wird durch diese 4 Tiere, dieses letzte Königreich. Okay, but then when you go to verse 1 in Daniel 7, Aber geht zu Vers 1 in Daniel 7. it says, In the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel had a dream and visions of his head upon his bed. Then he wrote the dream and told the sum of the matters. Daniel spake and said, I saw in my vision by night, and behold, the 4 winds of the heaven strove upon the great sea, and 4 great beasts came up from the sea. Right? So, what's the difference between the earth and the sea? Was ist der Unterschied zwischen der Erde und dem Meer? No, time of peace, time of trouble. Zeit des Friedens, Zeit der Right. Trübsal. Earth and sea, peace, trouble. Erde und Meer. No, I didn't ask that. I said, what's the difference between the time of earth and sea? And you just said it the other way around, so I'm just... I was just putting it in the order that's here. Okay, the order that it comes in, right, is it comes out of the earth first, and then it comes out of the sea, Also right? die Reihenfolge ist ja, es kommt zuerst aus der Erde, also Zeit des Friedens, und dann aus dem Meer, Trübsal. Right? Because Daniel, when he gets to verse 17, he's just relating what he's seen, right? Weil Daniel, wenn er zu Vers 17 geht, da erzählt er nur das, was er gerade gesehen hat. Okay, so he's telling us that it came out of the earth first, and then it comes out of the sea, just like Revelation 13, right? Also er sagt uns, dass es zuerst aus der Erde kam und dann aus dem Meer, so wie in Offenbarung 13. Okay, so in Revelation 13, he beheld the beast coming up out of the earth, time of peace, and he had 2 horns like a lamb, and then when he speaks to the dragon, that's when he comes out of the sea, right? Also in Offenbarung 13, Vers 11, da kommt es zuerst aus der Erde in der Zeit des Friedens, und wenn es dann also da hat es 2 Hörner wie ein Lamm, und wenn es wie ein Drache spricht, kommt es aus dem Meer. And we also know that the lion and the bear is one kingdom, Wir right? wissen auch, dass der Löwe und der Bär ein Königreich ist. Yes, we went through this in the camp meeting, Da right? sind wir im Camp-Meeting durchgegangen. And it's a parallel to Daniel 8 and verse 3. Das ist eine Parallele zu Daniel 8 und Vers 3. We'll go back to Daniel 8, that's what we read in our notes, verse 3. Gehen wir nochmal zu Daniel 8, Vers 3. It says, Then I lifted up mine eyes and saw, and behold, there stood before the river a ram, which had 2 horns, and the 2 horns were high, but one was higher than the other, and the higher came up last. So I want us to see this point. In Daniel 8 and verse 3, what do we see in relation to Revelation 13:11? Also in Daniel 8, Vers 3, was sehen wir in Bezug auf Offenbarung 13, Vers 11?
2 horns. The two horns were. Okay, yes, two horns, but you're not really looking at it. We've just explained this point. We've gone through this point. It's the point that we're just been going through is in those verses. Daniel 8:3. Look at it closely. Schaut euch den Vers genau an. The last The one. religious horn came up close. Speaks like a drone. Okay, that's the point, right? Also wenn das religiöse Horn, das als letztes aufkommt, das ist wie ein Drache spricht. Okay, it says, Then I lifted up mine eyes and saw, and behold, there stood before the river a ram, which had 2 horns, right? So we know that it's a 2-horned beast, right? Wir wissen, dass es ein zweihörniges Tier ist. It says, the 2 horns were high, but one was higher than the other, the higher came up last. So it tells us that at one point, the horn that's smaller was the first one that came up, right? Also es sagt uns, dass an einem Punkt, da war das kleine Horn, was kleiner ist, kam zuerst auf. Right, so we know that the smaller one is the state power, Und right? wir wissen, dass das kleinere die Staatsmacht ist. And we know that in go back to Revelation 13:11. Und geht nochmal zurück zur Offenbarung 13, Vers 11. I beheld another beast coming up out of the earth. When the beast came out of the earth there, it was the civil power that's ruling, right? Also wenn dieses Tier aus der Erde kam, dann war es die Staatsmacht, die geherrscht hat. Okay, and why did he have 2 horns like a lamb there? Und warum hat er 2 Hörner wie ein Lamm dort? Again as well. Because they're separated. Yeah, because the church and state are separate, right? Weil Kirche und Staat getrennt ist. Okay, this church power has nothing to do with the ruling of the politics of the country, right? Also die Kirchenmacht hat nichts zu tun mit der herrschenden Politik eines Landes. So there's one horn that's ruling and the other one is the freedom of religion, right? Also da gibt es ein Horn, das herrscht und das andere ist Religionsfreiheit. Okay, but when it speaks like a dragon, that is reversed, right? Aber wenn es wie ein Drache spricht, dann wird das umgekehrt. So that's what you see in Daniel 8 and verse 3, right? Das können wir auch in Daniel 8, Vers 3 sehen. It's a 2-horned beast, but suddenly the horn that was, the religious horn that was separate becomes the horn that now lifts itself up, Es ist right? ein zweihörniges Tier, aber jetzt wird das religiöse Horn dasjenige, was sich selbst erhöht. Everybody see that? Können Sie da sehen? Okay, if you go to this quote that I posted there from Great Controversy, Gehen wir zu dem Zitat, was ich gepostet habe vom großen Kampf. it says, But what is the image to the beast, and how is it to be formed? The image is made by the 2-horned beast and is an image to the first beast. Okay, so the image is made by this 2-horned beast when it's speaking about when it speaks like a dragon, right? Also das Bild, das wird gemacht von dem zweihörnigen Tier, wenn es eben wie ein Drache spricht. And according to Daniel 8:3, the horn that comes up last is higher, Und right? gemäß Daniel 8, Vers 3 ist das Horn, was zuletzt aufkommt, höher. Which is the religious horn ruling over the civil horn, right? Das ist das religiöse Horn, was über dem Staatshorn regiert. Because, go back to this quote, Gehen wir zurück zum Zitat. the image is made by the 2-horned beast and is an image to the first beast. It is also called an image of the beast. Then, to learn what the image is like and how it is to be formed, we must study the characteristics of the beast itself, the papacy. When the early church became corrupted by departing from the simplicity of the gospel and accepting heathen rites and customs, she lost the spirit and power of God. Right? So, speaking about the church power here, right? Ich spreche jetzt über die Kirchenmacht. It loses, it accepts false doctrine and therefore it loses the power that it had with God, right? Es hat falschen Lehre angenommen und dann hat es die Kraft verloren, die sie mit Gott hat. It says, and in order to control the consciences of the people, she sought the support of the secular power. The result was the papacy, a church that controlled the power of the state. So right there, what do we see in Daniel 8:3? Gehen
genau hier, was sehen wir dann in Daniel 8, Vers 3? Church. Yeah, the one that was higher than the other would be the church, now controlling the other horn, which was the state horn, power, Also right? das Horn, was höher als das andere war, ist jetzt eben die Kirche, die jetzt den Staat, das andere Horn kontrolliert. It says, and employed it to further her own ends, especially for the punishment of heresy, in order for the United States to form an image of the beast. The religious power must so control the civil government that the authority of the state will also be employed by the church to accomplish her own ends. So, in Revelation 13, verse 11, when it speaks like a dragon, it's when the church horn now rules over the civil one, right? Also in Just Offenbarung like Daniel 8. 13, Vers 11, wenn dieses Tier wie ein Drache spricht, dann ist jetzt, wenn die Kirchenmacht über die Staatsmacht herrscht, so wie in Daniel 8, Vers 3. Right? So we can see those points very clearly in both Daniel and Revelation, especially when you bring them together, Also right? wir können diese Punkte sehr klar sehen in Daniel und Offenbarung, wenn man sie zusammenbringt, besonders. Amen? Amen. And we see that, right? So go to Daniel 8 and verse 4. Gehen wir zu Daniel 8, Vers 4. So Daniel 8:3 is marking the Sunday law crisis, Und right? Daniel 8, Vers 3 markiert die Sonntagsgesetzkrise. And now in verse 4 it tells you what happens when the church power rules over the state power and it now speaks like a dragon. This is the next thing that happens, right? Und in Daniel 8, Vers 4 sagt es uns jetzt, was passiert, wenn die Kirchenmacht über die Staatsmacht herrscht und wie ein Drache spricht. It says, I saw the ram pushing westward and northward and southward, so that no beast might stand before him. Neither was there any that could deliver out of his hand, but he did according to his will and became great. Right? So there's two things there, right? He pushes in three different directions and he becomes great, right? Also es gibt zwei Dinge hier. Stößt gegen 3 Himmelsrichtungen und dann wird er groß. Okay, so what do we see there that confirms the Sunday law crisis to us? Also was sehen wir hier, was für uns die Sonntagsgesetzkrise bestätigt? He became great. Yes, he became great. Why? Er wurde groß. Und warum? He's the head of gold. That great tree. Das Haupt aus Gold, der große Yes, Baum. all those things are correct. But okay, for instance, history, right, is going to be repeated, right? Die Geschichte wird sich wiederholen. So, we know that, for instance, Adolf Hitler, for instance, he says, I will make Germany great again, right? Zum Beispiel hat Adolf Hitler gesagt, ich werde Deutschland wieder groß machen. And it's the same history, right? Same history is going to repeat, Das ist right? dieselbe Geschichte, die sich wiederholen wird. Okay, and we know that Donald Trump has these right-wing tendencies and all this links to Adolf Hitler, Und right? wir wissen, dass Donald Trump all diese rechtsgerichtete Tendenzen hat und diesen Bezug zu Adolf Hitler. And what does he want to do with America? Und was möchte er mit Amerika? I want to make America great again, right? Ich möchte Amerika wieder groß machen. We know from the spirit of prophecy, when it comes to its highest heights, this head of gold, but it becomes this oppressive power, right? Und wir wissen vom Geist der Weissagung, wenn er dieses Haupt aus Gold wird, also groß wird, dann wird es diese unterdrückerische Macht. Okay, so the point I want to see is when the church power rules over the civil power, right? They begin to do this war. He's pushing westward, northward, and southward, 3 different areas, right? Also der Punkt, den ich machen möchte, ist, wenn die Kirchenmacht über die Staatsmacht herrscht, dann wird es stößt es gegen diese 3 Richtungen. And he becomes great, Und right? er wird groß. Okay, so just right here becomes great, Er right? wird groß. And then you've got these 3 areas, right? Er hat diese 3 Richtungen. Okay, so go now to verse 5.
Gehen wir jetzt zu Vers 5. It says, "And as I was considering, behold, an he-goat came from the west on the face of the whole earth, and touched not the ground." And I still don't understand what that means, but I think that's an important point. But it says, "And the goat had a notable horn between his eyes." So what's the difference between this beast and the two-horned beast? Also ich weiß immer noch nicht, was bedeutet, dass er nicht den Boden berührt, aber ich denke, das ist wichtig. Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen diesem Tier und dem zweihörnigen Tier? It's only got one horn, Es right? hat nur ein Horn. Right? Because it's just a civil power, right? Es ist nur eine Staatsmacht. Okay? And we understand that this is the south or the daily, Und right? wir verstehen, dass das der Süden ist oder das tägliche. It's a power that wants to remove religion from the anything to do with religion in civil society, right? Also er möchte alles, was mit Religion zu tun hat, von der Gesellschaft entfernen. So it's like, it's not just a case of it doesn't want the church in politics. It doesn't want the church to have anything to do with society whatsoever, right? That's the difference, right? Also das bedeutet nicht nur, dass er nicht möchte, dass die Kirche irgendwas mit der Politik zu tun hat, sondern eben alles, also auch nicht mit der Gesellschaft. Okay, because the other beast had two horns even when it was right? Weil das andere Tier hatte zwei Hörner, sogar als es noch richtig war. Okay, even when there was a time of peace because he was with God, it still had two horns, right? Also obwohl es noch eine Zeit des Friedens war und es mit Gott war, hat es zwei Hörner. But this one only has one horn, Aber right? dieses hat nur eines. Okay, it's all about humanism, right? Da geht es nur um den Humanismus. It's about man's strength, what man can achieve, Es right? geht um Menschenstärke, was der Mensch erreichen kann. This is the globalist one world agenda, Das ist right? die globalistische eine Welt-Agenda. Lawrence? And also this one is between his eyes, so it's like where the seal is. It's like the mindset. Yes. Das Horn ist auch zwischen seinen Augen, also eigentlich dort, wo das Siegel ist, das ist eben dieses Gedankengut. Okay, in verse 6. Vers 6. It says, "And he came to the ram that had two horns, which I had seen standing before the river, and ran into him in the fury of his power. And I saw him come close unto the ram, and he was moved with choler against him, and smote the ram, and brake his two horns." Okay, so now I just want to make this point. Go to Genesis 15. Diesen Punkt machen, gehen wir zu 1. Mose 15. Because the principles of God's dealing with man is ever the same, Weil right? die Prinzipien von Gottes Handeln mit den Menschen ist immer dasselbe. Go to verse 13. Vers 13. It says, "And he said unto Abram, Know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them 400 years. And also that nation whom they shall serve will I" what? Judge, right? Nicht richten. And afterward they shall come out with great substance. So the point we have to see is that this nation rules over you, but then it gets judged. Der Right. Punkt, den wir sehen müssen, ist, dass diese Nation über dich herrschen wird, aber dann wird sie gerichtet. And you come out with great substance. Und Right? du kommst heraus mit großer Habe. And in a perfect sense, that's marking the end of the Sunday law, Und right? im vollkommenen Sinne markiert das Ende des Sonntagsgesetzes. Right, because it's talking about when you come out of the belly. Weil du Right? sprichst darüber, wenn du aus dem Bauch kommst. However, we know that before Christ is baptized, who comes out of the belly? Und trotzdem, wir wissen ja, wenn Christus, Before Christus. bevor Christus getauft wird, wer kommt aus dem Bauch? John, right? Johannes. It's a parallel to it here. So this point is here. So this here is just this being laid out, right? Also es ist eine Parallele hierzu, also dieser Punkt wäre hier und das hier ist einfach das hier mal ausgelegt. Okay, well, we'll look at that closer in a moment, Wir right? werden uns das noch genauer gleich anschauen. But go also to Jeremiah 25,
Gehen wir jetzt zu Jeremia Just give 25, you a second witness. ein zweiter Zeuge. And verse 12. In Vers 12 Let's begin in verse 11. fangen wir in Vers 11 an. It says, And this whole land shall be a desolation and an astonishment, and these nations shall what? Was sollen diese Nationen tun? Serve the king of Babylon 70 years. Dienen. And it shall come to pass when 70 years are accomplished that I will punish the king of Babylon. What do we see? Was sehen wir? The same. You're first a servant, then when the time comes to its end, he punishes those that made you serve, right? Dasselbe. Du bist zuerst ein Knecht oder ein Diener und dann, wenn diese Zeit erfüllt ist, dass du gedient hast, dann bestraft er diejenigen, denen du gedient hast. So we know that this 70 years serving here is a parallel to the 400 years serving. Also wir wissen, dass diese 70 Jahre Dienen ist eben eine Parallele zu den 400 Jahren Dienen. So whenever that time period of serving is done, there's always a punishment, right? Wenn immer dann diese Zeitspanne der Dienerschaft vorüber ist, dann gibt es immer eine Bestrafung. Okay, so Sister White says the coming out of Babylon is the coming out of Egypt, Also right? Ellen White sagt, dass das Herauskommen aus Babylon das Herauskommen aus Ägypten ist. Okay, right. So when we come down into the fractals, what would mark this point then? Wenn wir jetzt so hinuntergehen zu den Fraktalen, was würde dieser Punkt markieren? This is where John comes out of the belly. So what must happen here? Also wenn Johannes aus dem Bauch kommt, was muss dann also hier geschehen? Right, a judgment, right? Ein Gericht. Because it's the same thing. He's been serving and he's coming out here with great substance, Weil right? das ist dasselbe, er hat hier gedient und dann kommt er hier mit großer Habe heraus. Right? So if I take this now and just bring it down here, it's the same again, right? Also wenn ich das jetzt hier nehme und hier runterbringe, dann ist es dasselbe So this nochmal. point would be this time of peace here, Also right? dieser Punkt wäre hier diese Zeit des Friedens. Okay. We've just read and we're right at this point, right? Wir haben bisher gerade gelesen an diesem Punkt. So go back to Daniel 8 and verse 5. Geht zurück zu Daniel 8, Vers 5. So just so we can see it, we have here this two-horned power, right? Wir haben diese zweihörnige Macht. Right. It's ruling, right? Und das herrscht. Yes? So, and it says, And as I was considering, behold, a he-goat came from the west on the face of the whole earth and touched not the ground, and the goat had a notable horn between his eyes, and he came to the ram that had two horns, which I had seen standing before the river, and ran into him in the fury of his power. And I saw him come close to the ram, and he was moved with choler against him, and smote the ram, and brake his two horns. Right? So the two horns being broken would mark what? Die zwei Hörner, die gebrochen werden, würde was markieren? Yes, we already marked the judgment, but there's two horns there. What does it mark? Ein Gericht, aber was ist diese zwei Hörner, was markiert das? Okay. What do you mean church and state being punished? It's a punishment on it, but why is it marking specifically the two horns? What is he doing to the two horns? Also Kirche und Staat werden bestraft, aber warum markiert es diese zwei Hörner spezifisch? Was geschieht mit ihnen? Right, just go to the pattern. What is here? Geht zum Muster, was ist hier? Time of peace, Zeit right? des Friedens. So what must be happening to the two horns? Das muss also mit den zwei Hörnern geschehen. What did you say? Separating them, Sie right? werden getrennt. Okay. Okay, so in verse 7. Vers 7. I saw him come close to the ram, and he was moved with choler against him, and smote the ram, and brake his two horns, and there was no power
in the ram to stand before him. And he cast him down to the ground and stamped upon him, and there was none that could deliver the ram out of his hand. Now, we're looking at this illustration of Biden and Trump, right? Wir schauen uns diese Darstellung von Biden und Trump an. Okay, so we know that Trump he's a symbol of this two-horned power, even though he's not manifested these two horns coming together yet. Wir wissen, dass Trump ein Symbol ist für diese zweihörnige Macht, auch wenn er das noch nicht manifestiert hat, wie diese zwei Hörner zusammenkommen. And Biden is a symbol for this he-goat, right? Und Biden ist ein Symbol für diesen Ziegenbock. Okay, so we have a sort of typical illustration of that, you know, where Biden knocks him out of power and he's doing what these words say. He's doing according to his own will, and there's nothing preventing him from doing that, right? Wir haben eine Darstellung davon, also eine typische Darstellung, also ein Typus davon, dass er Trump außer Macht gesetzt hat. Jetzt gemäß seines Willens tut und keiner kann ihn aufhalten. Und er jetzt gemäß seines Willens tut und ihn niemand aufhält. Okay. So in verse 8. Vers 8. It says, therefore the he-goat waxed very great. Right, so we've gone from verses 5, 6 and 7. In 5, 6 and 7, he smites the two-horned power. Wir sind Right? jetzt von Verse 5, 6 und 7 gegangen und da schlägt er dann die zweihörnige Macht. And then it comes to verse 8. Dann Right? kommt es zu Vers 8. It says, therefore the he-goat waxed very great. So where would that take us to? And Wohin why? würde er uns das bringen und warum? The next Sunday walk. Or the next parallel we might to the Sunday walk. Okay, so that's what I meant. Why though? Die nächste Parallele, der Wegmarke zum Sonntagsgesetz. Und warum? Belshazzar lifted himself up. No, forget Belshazzar. Stick with the verse. The answer's right there. Bleibt bei dem Vers, die Antwort ist dort. He was punished. It's got, the punishment is here, Die right? Bestrafung ist ja hier. So now you're taking the punishment and putting it there, Die Bestrafung ist ja nicht right? da. And we're trying to group all these things together. Follow. Great. Okay, go. Yes, thank you. Go Yeah, back to very close. Revelation 13, verse 11. Geht nochmal zur Offenbarung 13, Vers 11. It says, I beheld another beast coming up out of the earth. He had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. Right? The person who does not understand the Bible will just read that as one event. Eine Right? Person, die die Bibel nicht versteht, würde das einfach lesen als ein Ereignis. But we know that is two histories, right? Wir wissen, dass das zwei Geschichten sind. Okay, so let's put our correct way of understanding the Bible and follow the pattern, right? Und jetzt lasst uns die richtige Art und Weise, wie wir die Bibel studieren, anschalten und folgen dem Muster. Okay, so I'll say again, verses 5, 6 and 7 are marking the punishment. Where would we put it? Also Verse 5, 6 und 7 markieren die Bestrafung. Wo würden wir das hinsetzen? Sorry? No, not at the final review. The final, this is way up here, Margaret. We're dealing with Daniel 8, right? So Die where finale would, Untersuchung ist ja hier, aber wir handeln jetzt mit Daniel 8. there's no final review there, Margaret. There's only one final review. It's at the end of the Sunday law. Also es gibt nur eine finale A Untersuchung. waymark that's parallel to that might be fine, but it's not the final review, Das right? ist am Ende des Sonntagsgesetzes, aber es gibt ja Wegmarken, die parallel dazu sind, aber das ist nicht die finale Untersuchung. Okay, so this is what we're dealing with. On this here, where would we put it? Also hier drauf, wohin würden wir das Here, the hinsetzen? punishment. Hier Okay, bei der Bestrafung. right. So he smites the two horns, right? Er schlägt die zwei Hörner. That would be in agreement. It would take it away, the ability from church to state would bring it to a time of peace, right? Das wäre hier in Übereinstimmung, weil er nimmt jetzt diese Ability. Would take away its ability. The church
over the state. Achso, er nimmt dann diese Fähigkeit. Fähigkeit weg, also dass die Kirche über den Staat herrscht. So when the church is removed from the state, it's always a time of peace, right? Also wenn die Kirche entfernt ist von dem Staat, dann ist immer eine Zeit des Friedens. Okay, so in Revelation 13, the verse begins with a time of peace, In right? Offenbarung 13 fängt der Vers ja mit einer Zeit des Friedens an. The very next thing, it comes to a time of trouble, right? Im nächsten kommt es zu einer Zeit der Trübsal. So, Daniel 8 and verse 8. Daniel 8, Vers 8. What's it jumping immediately to? Wohin springt das sofort? So, the fourth book. Yes, it's so Die because vierte it says Bibel. therefore the he-goat waxed very great. So what do we see? Deswegen der Ziegenbock, der wuchs sehr stark, sehr groß, was markiert ist. Okay, here's this great parallel on the one above, right? Also hier ist dieses Groß, was parallel ist mit dem hier oben. So that's verse 4. The same, right? So Hier here, ist dasselbe, because it's always increasing in pride, right? weil es verstärkt sich immer im Stolz. So we're doing this based upon principle, right? Not upon anything else, right? Also hier steht sehr groß und wir tun das eben basierend auf dem Prinzip und nicht auf irgendwas anderes. So the point is, if this one becomes great here, marking the point where he begins to do a oppressive work, then this one is also marking, when he becomes very great, the point where he begins to do an oppressive work, Der right? Punkt ist, wenn hier diese Macht groß wird und anfängt, dieses unterdrückerische Werk zu machen, dann, wenn er hier sehr groß wird, dann bedeutet es auch, dass er anfängt, das zu unterdrücken. We have two witnesses for a time of peace at the punishment, right? Wir haben zwei Zeugen für eine Zeit des Friedens bei einer Bestrafung. Therefore, when he gets punished, it's marking a time of peace, right? Deswegen, wenn er bestraft wird, markiert es eine Zeit des Friedens. That's how we know, right? So wissen wir das. Okay? So, go to verse 9 now, right? Geht sie jetzt zu Vers 9? Oh no, sorry, still in verse 8. Noch immer in Vers 8. It says, therefore the he-goat waxed very great, and when he was strong, the great horn was broken. Where does it take us to now? Und wohin bringt uns das jetzt? Okay, the punishment. So where does it take us to? Die Bestrafung. So wohin bringt uns Okay, das? here, right? Hier. So it says, when he was strong, the great one was broken, for it came up 4 notable ones, the 4 winds of heaven, right? So you would have these. So with this big horn here, right? Man hat hier das große Horn. Okay, and it comes to a point he gets broken and these 4 little ones come up, right? Es kommt zu dem Punkt, wo es dann zerbrochen wird und die 4 kleinen kommen herauf. Okay, and that is here, right? Das ist On the bigger hier. fractal, right? Auf dem größeren Fraktal. Yes, because here you would have the 2 horns and the horn, right? Weil hier hatte man die 2 Hörner und hier dieses große Horn. Yes, and we already understand that this is the time of peace, right? Wir verstehen ja schon, dass das die Zeit des Friedens ist. So go to Daniel 8 and verse 9. Gehen wir zu Daniel 8, Vers 9. It says, and out of one of them came forth a little horn, right? And that little horn was pagan Rome, right? Dieses kleine Horn war das heidnische Rom. So he's rising up here, right? Also steht hier auf. And when he's rising up there, makes this league in this history with God's people. It's in a time of peace, Wenn right? es hier aufsteht, dann markiert es in der Geschichte dieses Bündnis mit Gottes Volk. Und das ist in einer Zeit des Friedens. And then it says, and out of one of them came forth a little horn, which waxed exceeding great toward the south, toward the east, toward the pleasant land. Where does it take you to? Wohin bringt dich das? To the time of trouble here, right? Zu der Zeit der Trübsal. Okay, hier. so why? Und warum? Now it's exceeding great, so it's the next step. Yeah, it's exceeding great, but what else? In that same verse. Jetzt ist es überaus groß. Und was noch im selben Vers? Okay, but just tell me, what's the same?
Was ist das denn? It goes in 3 directions, Es right? geht in 3 Himmelsrichtungen. So you have, it says exceeding great, Es sagt überaus groß. and you have these 3 areas, right? Diese 3 Richtungen. So all these little details are there for a reason, right? All diese kleinen Details sind da aus einem Grund. Okay. And then it says, it waxed great even to the host of heaven, and it cast down some of the host of the stars to the ground and stamped upon them. Yet he magnified himself even to the prince of the host, and by him the daily was taken away, and the place of his sanctuary was cast down. Right? Das ist So- Vers 11. The work of these 3 verses was by whom? Und das Werk dieser 3 Verse war durch wen? Pagan Rome, right? Heidnisches Rom. Okay, so the point, what I want to do is I want us to see that those 3 verses are marking a work here that's been done in this time period, Der right? Punkt, den ich euch sehen lassen möchte, ist, dass diese 3 Verse das Werk markieren, was in dieser Zeitspanne geschieht. And it's the first time you see this illustration of the taking away of the daily, Und right? Das ist das erste Mal, wenn man diese Darstellung sieht von dem Wegnehmen des Täglichen. Okay, so that was Constantine, right? Das war Konstantin. Take away the daily. Now this is an important point, right? Das nimmt das Tägliche weg, das ist ein wichtiger Punkt. Because if you go up to the biggest fractal here, right? Wenn man hier zu dem größten Fraktal hochgeht, This is 1260, right? das ist 1260. Okay, so, and what had to happen before the Pope could rule? Und was musste geschehen, bevor der Papst herrschen konnte? Daily must take. The daily is taken away, right? Das Tägliche muss weggenommen werden. So you have take away the daily, and we studied this several years back now and didn't understand why it was marking it at 2 places, but we can show this now. Also hier wird auch das Tägliche weggenommen. Wir haben das vor Jahren studiert. Warum ist das markiert auf diesen 2 Orten? Okay, but so take It's actually taken away 3 times, right? yes, we'll come on to that. Es wird eigentlich 3-mal weggenommen. But just back years ago, we had these 2 points we couldn't understand why it was like that, right? Aber vor ein paar Jahren hatten wir diese 2 Punkte und wir konnten nicht verstehen, warum das so ist. So when the Sunday law begins again, what will happen? Wenn das Sonntagsgesetz wieder anfängt, was wird geschehen? Yes. Dasselbe. Take away the daily, Wir right? werden das Tägliche wegnehmen. But what I mean is 3 times in one Sunday law it must be taken away. Yes, but it doesn't matter. We'll come to that, right? The point is, I'm just showing the patterns, right? At the pattern, you have the same, right? Also ich zeige einfach das Muster. Mit dem Muster, da hat man eben dasselbe. Okay, so the time of peace here at the end of the first Sunday law is marked by what? Und die Zeit des Friedens am Ende des ersten Sonntagsgesetzes ist durch was markiert? Take away its casting out. No, the time of peace. Die Zeit des Friedens. Separation of churches, Take the the punishment. The League, Oh, we don't- the League of Nations. that's the League of Nations there, right? Here, where do we find it in the Bible, the time of peace? Also der Völkerbund ist hier, aber in der Bibel, wo finden wir hier die Zeit des Friedens? Isaiah 23, Jesaja 23. right? The tire is forgotten for the days of one king, right? Es wird vergessen, wird die Tage eines Königs. And who is that one king? Wer ist dieser eine It's König? Revelation 13, verse 11, right? Morgen 13, Vers 11. So Revelation 13, verse 11 is what marks the time of peace here, Morgen right? 13, Vers 11 ist das, was hier die Zeit des Friedens markiert. We were shown, Revelation 13, 11 has shown this principle, the same thing we find in Daniel 8, Wir haben right? gesehen, dass Offenbarung 13, Vers 11 dasselbe Prinzip markiert, wie was wir in Daniel 8 finden können. Because the two-horned power that rises there is because of a judgment that just took place on the
papacy, Weil die right? zweihörnige Macht, die hier aufsteigt, ist eben, weil gerade dieses Gericht über das Papsttum stattgefunden hat. So we have a pagan Rome rising, right, marking a time of peace because this power just got punished, Wir right? haben das heidnische Rom, das jetzt aufsteigt, das markiert eine Zeit des Friedens, weil diese Macht hier gerichtet oder bestraft wurde. Okay, and pagan Rome typifies the United States, Und das right? heidnische Rom schattet die USA They voraus. both got the same form of government, Beide right? haben dieselbe Regierungsform. Right? Richtig? Okay, so we must also, when this gets smitten, we must also have a time of peace, just based upon the same principles, right? Deswegen, wenn das hier geschlagen wird, müssen wir hier auch eine Zeit des Friedens haben, basierend auf denselben Prinzipien. Okay, so I thought you made the point, want to make the point also, but you always have the, right, at the end, the baptism, you come out of the water, right? yes, we're going to come to the, just before you go there. I might cover your point that you're going to. If not, we'll come back to it in 1 second. Right. So coming back to the daily, right? Also gehen wir zurück nochmal zum täglichen. This daily here that we've just marked on there. What is it? Dieses tägliche, was wir hier markiert haben, was ist das? Okay. Heidentum. I'll ask re-ask the question. What is it for us at the end of all? What does it represent? Was stellt es für uns am Ende der Welt dar? Yes, it's open rebellion, but Offene Rebellion. just it's in the name, the daily. Im Namen steht das. Why does it called the daily? Warum nennt es das tägliche? Daily self-exaltation. Have we forgotten this? What? Counterfeit to the Right, it's a counterfeit to the what? daily service. The daily service, Die right? Fälschung des täglichen Dienstes. Okay, so when the daily service was taken away, what did it mark? Also als der tägliche Dienst weggenommen wurde, was hat das markiert? You can't. Yeah, okay, so what does it Der mark? neue Punkt, Bund. The new birth, Das right? markiert also die Neugeburt. So when they take away the daily here, what are they saying? Wenn Sie das tägliche hier wegnehmen, was sagen Sie? They're born Sie again, sind right? von neuem geboren. Okay, and this point it comes, right? This is why it comes out of the sea, right? Deswegen, It comes out of the water, das right? ist dieser Punkt, den wo der Lorenz gemacht hat. Hier kommt es eben aus dem Meer. Okay, but here Christ comes out of the water, marking this born again experience, Und right? hier kommt Christus aus dem Wasser. Das markiert die Neugeburtserfahrung. Okay, and the baptism is a parallel to the cross, it typifies it, Die right? Taufe ist eine Parallele zum Kreuz. Es schattet es voraus. Death and resurrection, Tod right? und Auferstehung. Okay, That's why it also says, take away the filthy garments, take away yes, the king's meat and all these things. yes, yes, That's yes. the true taking away. Deswegen sagt es dann auch, nimmt die Königsspeise weg oder die schmutzigen Gewänder. Das ist dann hier das Wahre wegnehmen. Okay, the ordinances, the roll was taken away, right? Diese also Verordnungen und diese Rolle, die wurde weggenommen. Right? Because they're not condemning you anymore because you've had this new birth, Weil right? sie verdammen dich nicht mehr, weil du die Neugeburt gehabt hast. So the point is, when the daily is taken away by them, it's where these false prophets rise and claim to be holy, Der right? Punkt ist, wenn das tägliche durch sie weggenommen wird, dann steigen diese falschen Propheten herauf und beanspruchen, von neuem geboren zu sein. Okay. Where were we? Right. So yes, we were looking at Daniel's 8 verses 9 through 11, Wir right? haben uns Daniel 8, Verse 9 bis 11 angeschaut. If you just go to Daniel 7 Geht and jetzt verse 7, Daniel 7, Vers 7. it's just a condensed verse of those 3 verses, right? Das ist nur ein zusammengefasster Vers von diesen 3 Versen. It says, After this I saw in the night visions, and behold, a fourth beast, dreadful and terrible and strong exceeding. And it had great iron teeth. It devoured and brake in pieces, and stamped the residue with the feet of it. And it was diverse from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. Okay, this is this
dragon, this pagan beast, right? Das ist dieser Drache, das heidnische Tier. And I spent some time in the camp meeting going through this point, right? In dem Camp-Meeting habe ich Zeit damit verbracht, durch diesen Punkt zu gehen. Because what speaks here? Weil was spricht hier? The dragon. Who is it that speaks? Der Drache. Und wer ist es, der spricht? Die Staatsmacht. Do not remember this point. The point is, it is the state, but it's the United States, right? Das ist ja die USA. You don't see the woman, Du right? siehst die Frau nicht. Okay. It's paganism in a different form, right? Das ist Heidentum in einer anderen Form. Okay. So when you're coming down here, right? Where are we now? Yes, with Daniel 7, right? So it comes up here, and when he comes to this, point here, in Daniel 7, verse 7, which power is it that's doing this persecuting, that takes away the daily? Also es kommt hier herauf und in Daniel 7, welche Macht ist es dann, die hier verfolgt und die das tägliche wegnimmt? You mean it's the woman that you can't see? No, that's true, but I'm just asking which power is doing it. Also welche Macht macht Daniel 7, verse 7, which power is it? Daniel 7, Vers 7, welche Macht ist es? It's the pagan power, right? Das ist die heidnische Macht. Okay, but this is talking about Constantine. Constantine adopts Catholicism, right? Er spricht über Konstantin, der den Katholizismus annimmt. So he hides his paganism under a Christian garb, just like this one comes up like a lamb, speaks like a dragon. So it looks like a lamb, but its mouth betrays it, right? Also es versteckt sein Heidentum unter einem christlichen Gewand und es kommt hier auf wie ein Lamm und aber hier Its mouth betrays it. sein Mund verrät ihn dann. Okay, it's the same here with Constantine, right? Dasselbe ist auch hier mit Konstantin. Constantine is putting on this garb of Christianity, but begins to persecute, right? Konstantin, legt dieses Gewand des Christentums an, aber er fängt an zu verfolgen. And it's just talking about the time period pagan Rome's going to persecute, Es right? spricht über diese Zeitspanne, wo das heidnische Rom verfolgen wird. Okay, and then you go to Daniel 8 and verse 12. Dann gehen wir zu Daniel 8, Vers 12. And then it says, and an host was given him against the daily, right? Also ein Herr wurde ihm gegen das tägliche gegeben. Okay, so it would bring you to here, right? Das würde dich hier hinbringen. Yes? Ja. Okay, and now we don't have a line here for that, but if you were to take it, it would be the same as this, right? Also wir haben jetzt keine Linie dafür, aber wenn wir das nehmen würden, wäre das dasselbe wie das hier. Okay, so it would have to be marking a parallel to this point, right? Also es müsste dann einen Punkt markieren, der parallel ist mit diesem Punkt. Because it says, I consider, okay, excuse me, we read Daniel 8 and verse 12. As a host was given him against the daily by reason of transgression. So, what's happened right here? Was ist hier geschehen? The daily's been taken away, Das right? tägliche wurde weggenommen. So, if we just paralleling it now with this, it would be this way, right? Wenn wir das parallel setzen würden, hiermit wäre das diese Wegmarke. I'm sorry if I'm confusing. This here is this half. We're in this half, but it's just the same, right? Also das hier ist eigentlich diese Hälfte und wir handeln jetzt über diese Hälfte, aber das ist genau dasselbe. So I'm just saying, that if we were to take this half and parallel it with this, it would be this way mark where Daniel 8 verse 12 takes place, right? Also wenn wir einfach diese Hälfte nehmen würden und damit parallel setzen würden, dann wäre es hier, wo Daniel 8 Vers 12 Because he takes away the daily, weil er nimmt das tägliche weg. right? Because if you just go to the beginning of it, right? Wenn wir zum Anfang gehen, the power comes up here, right? And then he takes away the daily, which would be there, right? also die Macht kommt hier auf, hier nimmt es das tägliche weg, das wäre hier. Right? So now pagan Rome is ruling for this time, right? Jetzt herrscht das heidnische Rom für diese Zeit. Okay, then there would be a time of peace, and then
Daniel 8:12. Dann wäre eine Zeit des Friedens und dann ist Daniel 8, Vers 12. A horse was given him against the daily, Ein right? Herr wurde ihm gegen das tägliche gegeben. Okay, so the daily's taken away and he now gets an army, Das right? tägliche wird weggenommen und ihm wird jetzt eine Armee gegeben. So, what two things do you have together there? Welche zwei Dinge hat man dann hier zusammen? In Daniel 8:12, who has been given the army? Daniel 8, Vers 12. Wem wird die Armee gegeben? The papacy. So what do you have? Dem Papsttum. Was hat man also? Church and state, thank you, right? Kirche Okay. und Staat. And the daily's taken away, Das right? tägliche wird weggenommen. Just showing you the same pattern, Das right? zeigt dir dasselbe Muster. Okay, and if you go to Daniel 7, right, which is the parallel to it, right? Gehen wir zu Daniel 7, das ist ja eine Parallele dazu. It says, I considered the horns. Now remember, this beast there had 10 horns, right? Denkt daran, das Tier hatte 10 Hörner. So this Roman beast is the one, the dragon, that has the 10 horns, Das right? römische Tier ist ja dieser Drache, der hat diese 10 Hörner. And he says, I considered the horns, and behold, there came up among them another little horn, before whom were 3 of the first horns plucked up by the roots, right? So it's at this point, right? Das ist jetzt an diesem Punkt. And he's plucking up 3 of the horns that were there before him, Und right? er reißt jetzt diese 3 Hörner, die vor ihm waren, heraus. Okay, but when you come to this illustration, right? Wenn man aber jetzt zu dieser Darstellung geht, Just draw it on for sake, right? So, zeichne das nochmal auf. right, you have this 2-horn power. 2-hörnige Macht. Many horns do you have? Wie viele Hörner hat man? 3, right? 3. Here's pagan Rome, and it has 10 horns, right? Hier ist das heidnische Rom, es hat 10 Hörner. But the 10 is not a literal number, it's a symbol, right, of the world, right? Aber 10 ist nicht eine buchstäbliche Nummer, es ist nur ein Symbol für die Welt. The whole world is together as one, Die right? ganze Welt ist zusammen als eins. Okay, but when this little horn comes up here, right, he plucks up 3 horns of that 10 that was before it, Und right? wenn das kleine Horn hier aufkommt, dann reißt es 3 Hörner aus, die vor ihm waren. So, when you parallel it, what 3 horns is he plucking up? Wenn man das parallel setzt, welche 3 Hörner reißt er aus? What do those 3 horns represent? Was stellen diese 3 Hörner dar? Protestantism, Republicanism, and the day. Protestantismus. Yes, but, okay, what's the daily? What does it I mean? mean, it's like the South globalism. Okay, the globalists. So he's getting rid of. I mean, who is it that formed apostate Protestantism? Also wer ist es, der den abgefallenen Protestantismus geformt hat? Apostate Protestantism. Den abgefallenen Okay, sorry. Protestantismus. Who formed it? How did it come about? Wie kam das zustande? What does it tell you in Revelation 17? Was sagt es uns in Offenbarung 17? Okay, she has daughters, right? Die Frau, sie hat eben Töchter. Okay, who formed globalism? Und wer hat den Globalismus geformt? The woman also, right? Auch die Frau. Okay, because it tells us that it's all comes from Babylon, Weil right? es sagt uns, dass alles von Babylon kommt. And the war in the United States between the North and the South was controlled by The Jesuits. the Jesuits, Der right? Krieg- Both sides, Der right? Krieg in den USA zwischen Norden und Süden wurde auch durch die Jesuiten, So, also beide Seiten geformt. so they pit both sides against one another to obtain this point, Also right? sie bringen beide Seiten gegeneinander auf, um diesen Punkt zu erreichen. When this other little horn's going to rule, Wenn right? dieses andere kleine Horn herrschen wird. So, what 3 horns, what does it mean 3 horns were plucked up? Was bedeutet es, dass 3 Hörner ausgerissen wurden? Has to be representing these, because these 2 things are together again here, right?
Also es muss das eben darstellen, weil diese drei Dinge sind hier dann wieder zusammen. Yes? They're together. They're separated. They're together again, right? Also sie sind zusammen und dann getrennt und dann sind sie wieder zusammen. Okay, so you bring this down here, in this time period, they're together again, right? Wenn man das hier hinunterbringt in diese Zeitspanne, sind sie hier wieder zusammen. So when they're together, when it says he plucked up 3 horns, what's he plucking up? Also wenn sie wieder zusammen sind und er jetzt diese 3 Hörner ausreißt, was reißt er aus? No, not the union, these two ideas, right? Diese zwei, Taking them away and putting the very thing that they want. The Pope is going to be replaced, both of them, also right? diese 2 Ideen, er nimmt sie jetzt beide weg und der Papst, der wird jetzt an ihre Stelle kommen. So neither Protestantism has the ascendancy or paganism has the ascendancy. It's papalism that has the ascendancy, Also right? weder der Protestantismus noch das Heidentum hat die Oberherrschaft, sondern eben das Papsttum hat die Oberherrschaft. Basically, all 3 of them are joined together now, but the papacy, the woman, is the one that's controlling. She's sitting on top of both, Also right? im Grunde sind alle 3 zusammen verbunden, aber das Papsttum, die Frau, ist diejenige, die jetzt auf ihnen sitzt und alle kontrolliert. Right? So, Daniel 7 and verse 8, Daniel 7, Vers 8. it says, I considered the horns, and behold, there came up among them another little horn. This is the papal horn, before whom were 3 of the first horns plucked up by the roots. Das ist das päpstliche Horn. And behold, in this horn were the eyes like the eyes of a man, and a mouth speaking great things. So papacy is now the one that's speaking, right? Jetzt ist das Papsttum, was spricht. Right. So papacy speaks here, right? Das Papsttum spricht hier. Okay, and then you had paganism speaking here. Das Heidentum spricht hier. Protestantism speaking here, Und der right? Protestantismus, der hier spricht. Okay, so parallel is always somebody speaking at this point, and this is when they begin to persecute, Das ist right? eben parallel zueinander. Hier spricht immer jemand und das ist dann, wenn sie anfangen zu verfolgen. Right? And the reason I've done that, I just want us to see this pattern that's in there, right? Der Grund, warum ich das mache, ist eben, dass wir dieses Muster sehen, was darin ist. Okay, so right here you have this little horn. This is the pagan little horn, Hier hat man das heidnische kleine Horn. and then you have this papal little horn, Dann right? hat man das päpstliche kleine Horn. But they're both there, right? She's ruling over this one, Die right? sind aber dann beide da und sie herrscht über das hier. Okay, so this point, if you take this, put it here, would be here, right? Also wenn man das jetzt hier nimmt und hier runter tut, dann wäre dieser Punkt hier. Right? Richtig? I don't have enough room on the board. I would have drawn another one. It's probably a bit confusing, but it's not that difficult if you just look at this and place it on that, right? Ich hatte jetzt nicht genug Platz, sonst hätte ich jetzt noch eine weitere Linie aufgezeichnet, aber es ist nicht so schwierig, wenn wir einfach das nehmen und hier hinsetzen. Okay, it's just always, the point I'm just trying to show us, it's always the same repeating pattern, right? Also den Punkt, den ich euch einfach zeigen möchte, ist, dass es immer dasselbe wiederholende Muster ist. And by the language that's in those verses, the Lord has given us enough to identify where those things are marked, based upon principles, right? Durch die Sprache, die in diesen Versen markiert ist, gibt der Herr uns genug Informationen, um zu sehen, wo wir das platzieren. Das ist basierend auf den Prinzipien. Okay, now, last point I want to make. Letzter Punkt, den ich machen möchte. Once after that, go to Daniel 8, verse 13. Dann gehen wir zu Daniel 8, Vers 13. It says, Then I heard one saint speaking, and another saint said unto that certain saint which spake, How long shall be the vision concerning the daily and the transgression of desolation? So, he's asking this point, how long shall be these two powers, right? Also er fragt über diesen Punkt, wie lange werden die zwei Mächte sein? Okay.
to give both the sanctuary and the host to be trodden underfoot. And he said unto me, until 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Right? So, the time period where the daily and the transgression of desolation is to rule is marking the time period where the temple is going to be cleansed. Right? Also die Zeitspanne, wo das tägliche und der Übertretung der Verwüstung herrschen wird, ist die Zeitspanne, wo das Heiligtum gereinigt wird. Okay, and that's the Sunday, Das right? ist das Sonntagsgesetz. 2,300. 2300. Yes? Ja. Because in verse 14, and he said unto me, until 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Right? Okay, so go now to Daniel 12:4. Gehen wir jetzt zu Daniel 12, Vers 4. Because the point is, in Daniel 8, when Daniel had his vision, where was he standing? Der Punkt ist in Daniel 8, als er seine Vision hatte, wo stand er? By the river, right? Bei dem Fluss. Okay, and this is where, in Daniel 8, verse 13, he says, Then I heard one saint speaking, and another saint said unto that certain saint which spake, right? So, in the information we can understand what's taking place here, we find in Daniel 12. Also Daniel 8, Vers 13 haben wir nochmal gelesen und die Information, was jetzt hier stattfindet, finden wir in Daniel 12. Okay, so in Daniel 12, verse 4. Daniel 12, Vers 4. It says, But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Then I, Daniel, looked, and behold, there stood other two, the one on this side of the bank of the river, and the other on that side of the bank of the river. And one said to the man clothed in linen, which was upon the waters of the river, How long shall it be to the end of these wonders? So we have more information on the same illustration we see in Daniel 8. Wir haben jetzt mehr Informationen über dieselbe Darstellung, die wir auch in Daniel 8 sehen. Right? That there's two angels, one on one side of the bank, another on the other side, and Christ on the river. Right? Es gibt zwei Engel, der eine ist an der einen Seite des Flusses, der andere auf der anderen und Christus ist in der Mitte auf dem Fluss. And then he asks them the question, how long? Und dann fragt er ihn die Frage, wie lange? And it's an illustration of this vision that all the prophets see. Right? Und das ist eben eine Darstellung dieser Vision, die alle Propheten sehen. Like in Revelation 22, for instance, Christ sitting on the throne in the midst of the river. And either side of the river is these two trees. So wie in Offenbarung 22 Christus sitzt auf dem Thron in der Mitte des Flusses und auf der jeweiligen Seite sind diese zwei Bäume. Right? Same illustration. Selbe Right? Darstellung. And I heard the man clothed in linen which was upon the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand unto heaven, and swear by him that liveth forever, that it shall be for a time, times and a half, and when he shall have accomplished to scatter the power of the holy people, all these things shall be finished. And I heard, but I understood not. Then said I, O my Lord, what shall be the end of these things? Right? So Christ raises his hands to heaven and swear by him that liveth forever. Right? That will be for a time, times and half a time. Bis Vers 8, also Christus, der hebt jetzt seine Hände in den Himmel und schwört bei dem, der für ewig, immer und ewig lebt, dass es für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit sein wird. Okay? In Daniel 8, it says how long. He says unto 2,300 days. In Right? Daniel 8 sagt er wie lang und er sagt bis 2300 Tage. So the 1260 and the 2300, they are parallels, right? Die 1260 und die 2300, das sind Parallelen. They're both for many days. Beide Right? sind für viele We Tage. mentioned this yesterday. Das haben wir gestern erwähnt. Okay, verse 9. Vers 9. And he said, and just question, where is Daniel standing? Die Frage ist, wo steht Daniel? On the prophetic narrative, where is he In der standing? prophetischen Erzählung, wo steht er? Ende. He's here, right? Hier am Ende der kleinen Box. Okay, so because he sees this vision and now he's having these things illustrated to him. He's having a revelation of all these things, right? Weil er sieht jetzt, er hatte diese Vision und jetzt hat er eine
Offenbarung oder eine Darstellung von diesen Dingen, die er gesehen hat. Okay, so he gets to the end of that vision, Er kommt zum Ende dieser Vision, verse 9, Vers 9. and he said, Go thy way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. That's at the end, right? Bis zur Zeit des Endes, das ist am Ende. Okay. So at the end of the end, right, it's where the book gets sealed up, right? Am Ende des Endes wird das Buch eben versiegelt. Many shall be purified and made white and tried, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. And from the time that the daily shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up, there shall be 1,290 days. Blessed is he that waiteth and cometh to the 1,335 days. But go thou thy way till the end be, for thou shalt rest and stand in thy lot at the end of days. Right? So, so Daniel, he's won this revelation, and now he gets to the end here and he's told to seal it up. Right? Also Daniel hat hier die Offenbarung, jetzt kommt es zum Ende und ihm wird gesagt, dass er es versiegeln soll. And he's told, go thy way till the what? Sagt, geh dein Weg bis wohin? So where would it take us to? Bis zum Ende. Wohin würde uns das bringen? From this point, where would it take us to? Von diesem Punkt, wohin würde uns das bringen? Next Sunday. Okay, take us to the end, right? Bis zum nächsten Sonntagsgesetz ist am Ende. Which would be here, right? Das wäre hier. Take him to the same point that he was standing before, Das right? bringt dich dann zu demselben Punkt, wo er zuvor stand. Because it says, thou shalt rest and stand in thy lot at the end of days, Du right? wirst ruhen und in deinem Los stehen am Ende der Tage. Lawrence was doing this point last night. This is the end, right? Und Lorenz hat gestern Abend diesen Punkt gemacht, das hier ist das Ende. So why is he going to stand in his lot here? Warum wird er hier in seinem Los stehen? It's opened again. So, sorry? It's opened again. Yeah, but okay, that's true. But why is he going to stand Wird there? wieder geöffnet, aber warum For wird what er reason? da stehen? Aus welchem Grund? Testify for yourself. Right, he's got to prophesy again, Er right? soll nochmal prophezeien. Okay, now go to Revelation 10, because Revelation and Daniel is the same book, Gehen wir right? jetzt Offenbarung 10, weil Offenbarung und Daniel ist dasselbe Buch. It says, I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. This is August the 11th, 1840, Das ist right? 11. August 1840. What brought about August the 11th, 1840? Was hat den 11. August 1840 zustande gebracht? Fulfillment of a prophecy. Okay. Die Erfüllung einer Prophezeiung. Any particular prophecy you had in mind? Oh, The second woe, right? Zweite Wehe. Okay, so it brings us to this point, Das bringt right? dich zu diesem Punkt. Yes? And he had in his hand a little book open. This is Revelation 4, right? Und das ist eben, also Vers 2 ist Offenbarung 4. Okay? But when it's open for him, but it's now sealed up again, Es right? ist geöffnet für ihn, aber es ist dann auch wieder versiegelt. And he set his right foot on the sea and his left foot on the earth, and cried with a loud voice as when a lion roareth. And when he had cried, 7 thunders uttered their voices. Okay? And when the 7 thunders had uttered their voices, I was about to write. So the 7 thunders are being uttered in here, right? 7 Donner werden hier ausgesprochen. 7 times the blood's been sprinkled, etc., etc. 7 Mal wird das Blut gesprenkelt und so weiter. When the 7 thunders had uttered their voices, what was he told to do? Und wenn die 7 Donner ihre Stimmen vernehmen haben lassen, was wurde ihm gesagt zu tun? Seal it up, right? Versiegele es. Okay. Seal up those things which the 7 thunders uttered, and write them not. And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven, and sware by him that liveth for ever and ever, who created heaven and the things that therein are, and the earth and the things that therein are, and the sea and the things which are therein, that there should be time no longer. Where did we read that before? Wo haben wir das zuvor gelesen? In Daniel 12, right? Daniel 12. So you can see it's the same vision, right? Also wir können sehen, dass es dieselbe Vision ist. But in the days of the voice of the 7th angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets. So when you get to the end here, this is where it's finished, Wenn right? man hier zum 7th Ende angel. kommt, dann ist es
vollendet ist, der 7. Engel. Because the seventh angel is the third woe. Weil der 7. Engel ist die 3. Wehe. And the voice which I heard from heaven spake unto me again and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth. And I went unto the angel and said unto him, Give me the little book. And he said, Take it and eat it up. It shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. So he's standing here like Ezekiel. He takes the book and he eats it up, right? Er steht jetzt hier wie Hesekiel, er nimmt das Buch und isst es auf. And I took the little book of the angel's hand and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey. As soon as I had eaten it, my belly was bitter. And he said unto me, Thou must prophesy what? Again before many peoples, nations, and tongues, and kings. Du musst wieder prophezeien. So when he eats it here, this is the proclamation of the seven thunders, right? Also wenn er das hier isst, dann ist es hier die Verkündigung der 7 Donner. He's telling them what's about to come to pass Er sagt ihnen, was kurz davor ist zu geschehen and what's going to follow, und right? was noch folgen wird. Just like Daniel does, right? So wie auch Daniel. Okay? And when he seals it up here, what's he going to do? Wenn er das hier versiegelt, was wird er tun? Thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings. Would be here, right? Also er muss wieder prophezeien. Das wäre hier. It's going to repeat this same thing. So when it's sealed up there, it goes all the way down here again to where it's opened, right? Also wenn er das hier versiegelt, geht es dann die ganze Zeit hindurch, bis es hier wieder geöffnet ist. Because right here we put it in place when the seventh seal was opened, right? The book was now open. It's August 11th, 1840, Das right? haben wir hier am Platz gesetzt. Wenn das 7. Siegel geöffnet ist, dann ist jetzt das Buch geöffnet. Das ist der 11. August 1840. So it's opened here for Daniel, but then he relays it to this last group, and then when it gets to the end there, it's closed up again, right? Also es ist geöffnet hier für Daniel und er legt es jetzt der zweiten Gruppe aus und dann hier am Ende wird es wieder versiegelt. It was open for Josiah Litch there, right? And then he predicted, and then Yes, he predicted, and then it's open for everyone. thou must prophesy again, right? Also das war auch hier für Josiah Litch. Für ihn was geöffnet, er hat dann diese Vorhersage gegeben und hier wird es wieder geschlossen und dann sagt er, du musst wieder prophezeien. Just like Daniel, seal up the book and rest, and you shall stand in your lot, which is the resurrection, Das ist right? auch wie bei Daniel, er soll das Buch versiegeln und ruhen und in seinem Los dann stehen hier und das ist dann die Auferstehung. Okay, Daniel and John have to stand before kings, right? Daniel und Johannes müssen vor Königen stehen. Many people, and tell them what's about to come and what's about to follow, Und right? vielen Leuten dann sagen, was kurz davor ist zu geschehen und was noch folgen wird. Right? So we're looking at all these details, right? Wir schauen uns all die Details an. And it's important for us that we go through this like a fine-tooth comb and make sure that we understand those details. Und wir Right? müssen da eben sicherstellen, dass wir da ganz genau durchgehen und all diese Details verstehen. Because that sealing up there has bugged me for a long time, right? How to understand that, Und right? dieses Versiegeln dort, das hat mich lange gewurmt. Ich wollte das immer verstehen. Right? Okay, so all important points, but you have to go through them and prove all things and hold fast that which is good. Das Right? sind alles wichtige Punkte, aber ihr müsst da für euch selbst durchgehen und alles prüfen und das Gute behalten. Okay, the last thought I just want to leave you with is this is our pattern, right? It's a sure pattern, right? Und den letzten Gedanken, mit dem ich euch zurücklassen möchte, ist eben, dass das hier unser Muster ist. Es ist ein sicheres Muster. So the question we need to pray and ask the Lord, why is the Lord showing us these two things simultaneously at the same time? Und die Right? Frage ist, und das müssen wir den Herrn eben bitten, dass er uns das zeigt, warum diese zwei Dinge gleichzeitig stattfinden. And how are we to see those things upon our line? Und wie Right? sollen wir diese Dinge auf unserer Linie sehen? Right? Richtig. Need to understand that. Wir Right? müssen das verstehen. Okay, let's close with prayer. Lass uns mit Gebet abschließen. Dear Heavenly
Father, I thank you for this study Himmlischer Vater, ich danke für das Studium and for the many thoughts and details you have showed us. und für die vielen Gedanken und Details, die du uns gezeigt hast. And help us to make sure to understand it for ourselves, Hilf uns, dass wir Sicherheit gehen, dass wir es für uns selbst verstehen können, that we can have this faith that is built upon the sure foundation of your word, dass wir diesen Glauben haben können, der auf dem gewissen Fundament deines Wortes aufgebaut ist, and that we can walk by faith and not by sight. dass wir im Glauben wandeln können und nicht im Schauen. And please help us that we would be among those that ask for this revelation of your word. Und bitte hilf uns, dass wir unter denen sein mögen, die diese Offenbarung deines Wortes erbitten. And please help us and remind us all the time to ask for this. Und bitte hilf uns und erinnere uns beständig daran, darum zu bitten. And please be with us on this day, Und bitte sei mit uns an diesem Tag, that we would keep those thoughts firmly, dass wir diese Gedanken festhalten, and that Satan cannot steal them away. dass Satan sie nicht wegstehen kann. I ask for your blessing and thank you in Jesus' name. Ich danke für deinen Segen und bitte im Namen Jesu. Amen. Amen. Mhm. Ähm,